Hallo und herzlich willkommen zu Teil 10 unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 7. Und das ist das wahrscheinlich aufwendigste Video, was ich zu dieser Serie machen werde, und zwar der Akkutest. Wir haben das jetzt schon mit der Samsung Galaxy Watch 5 Pro gemacht, wir haben das schon mit der Samsung Galaxy Watch 6 Classic gemacht und jetzt natürlich auch mit der Watch 7. Das Akkutest-Video, guckt mal rein, es sind auch Vergleiche zu den beiden eben genannten Uhren noch mit drin. Viel Spaß mit dem Video. Ja, die Frage kommt tatsächlich immer wieder und ich versuche sie jetzt nochmal zu beantworten, denn es geht so ein bisschen darum, was ist denn bei mir der Standard klassische Büroalltag? Denn wir kommen nachher dazu, es wird einen Mix des Alltags geben und da ist sozusagen, sind einige Voraussetzungen drin. Wir haben zum Beispiel immer WLAN an, wir haben die automatische Helligkeit an, wir haben zum Beispiel immer GPS an, also sprich, selbst wenn ich nur gehe, die automatische Erkennung von Workouts ist nämlich eingeschaltet, ist immer auch GPS mit eingeschaltet. Wir haben ansonsten im Bereich der Anzeige zum Beispiel noch die Thematik, dass wir Always On und so weiter und so fort anhaben. Gucken wir aber noch mal gerade weiter. Ich wollte euch eigentlich was anderes zeigen. Genau, wir haben fortlaufende Pulsmessung an, wir haben fortlaufende Stressmessung an. All das ist immer eingeschaltet. Auch die Schlafmessung ist eingeschaltet. Also sprich eigentlich so das, was man einschaltet, wenn man die Uhr auch aktiv nutzt. Hier gerade eben noch mal gesagt, wir haben adaptive Helligkeit an, Always On Display ist eingeschaltet. Also das ist so mein Alltags-Büromix. Das sage ich nur deswegen nochmal, weil öfter schon die Frage kam, was bedeutet das denn, wenn ihr nachher diesen Mix seht? Und das ist, wie gesagt, der Mix, den ich habe. Und ansonsten benutze ich halt regelmäßig die Apps, zum Beispiel WhatsApp, und ich benutze den Radio Player und so weiter und so fort. Um dann eben im Alltag die Uhr auch so zu nutzen, wie sie halt genutzt werden kann. Wenn ihr natürlich weniger nutzt zum Beispiel, dann ist das natürlich noch eine ganz andere Geschichte und es kommt selbstverständlich auch immer darauf an, welche Softwareversion wir haben. Deswegen noch ganz kurz zum Disclaimer zu diesem Video. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, hier noch die Hinweise, die für diesen Akkutest gelten. Also grundsätzlich fand der Test im Juli oder beziehungsweise Ende Juli 2024 statt. Wenn neue Software rauskommt, wird sich die Laufzeit der Uhr verändern. Das kann ich natürlich dann nicht mehr nachtragen, sondern das ist in dem Video jetzt hier gegeben. Euer Watchface beeinflusst auch die Laufzeit eurer Uhr, Nutzung und Anzahl von Benachrichtigungen ebenso. Und es wurde nicht grundsätzlich herumgespielt, so wie man das am Anfang, wenn man die Uhr neu hat, macht, sondern die Uhr wurde normal im Rahmen der Software und der Apps genutzt, sozusagen, sodass da keine außergewöhnliche Nutzung vorliegt. Und die Softwareversion blende ich euch auch nochmal ein, denn wie eben schon bei Punkt 2 gesagt, wird im Laufe der Zeit sich das Ganze ändern. Wir haben hier Wear OS 5, das kommt noch dazu, das ist ja gerade noch ganz, ganz neu, deswegen wird sich da sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten auch in Bezug auf die Akkulaufzeit noch was tun. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr andere Laufzeiten habt. Ja, was heißt jetzt Akkutest konkret? Relativ einfach erklärt, ich habe zu verschiedenen Aktivitäten immer Screenshots von den Restlaufzeiten der Uhr gemacht und kann darüber über die Zeit und über die Prozentwerte des Akkus halbwegs ermitteln, wie viel Prozentpunkte denn eine Aktivität kostet. Insgesamt habe ich in diesem Jahr 70 Screenshots gemacht, das ist etwas mehr als im Vorjahr, da waren es noch 55, um halt einfach viele Dinge auszuprobieren und viele verschiedene Aspekte reinzuarbeiten. Ihr werdet nachher sehen, was das konkret bedeutet, denn das zeige ich euch in der Tabelle. Das ist jetzt nur mal zur Erklärung dafür, was denn da stattgefunden hat. Und ihr seht hier, ich habe auch jetzt in diesem Jahr neu immer noch zusätzliche Screenshots von den Apps gemacht, die ich genutzt habe, damit ich auch da noch einen besseren Eindruck bekomme. Also insgesamt hoffentlich ein Paket, wo auch ihr sagt, das könnt ihr halbwegs als Referenz verwenden. Aber ich wiederhole mich in dem Video wahrscheinlich ein paar Mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr völlig andere Werte habt oder insbesondere bei manchen Nutzungen andere Werte habt. Ja, das eine ist natürlich, wie lange hält denn der Akku sozusagen. Das andere ist, wie lange braucht er, um wieder aufgeladen zu werden. Auch das hier ganz kurz noch einmal dokumentiert sozusagen. Die Uhr ist jetzt auf 1% bzw. auf 0 und ist jetzt auch ausgegangen. Also insofern können wir jetzt loslegen. Ich lege die Uhr jetzt auf den originalen Puck mit dem empfohlenen Ladegerät von Samsung. Und dann gucken wir einmal, wie schnell das Ganze lädt. Und damit es nicht zu langweilig wird, weil es wird über eine Stunde dauern, das dürfte euch hoffentlich klar sein, habe ich das Ganze jetzt hier mal schnell vorgespult. Ihr seht im linken Bereich jetzt immer, wie die entsprechende
Prozentzahl ist. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen, weil das Licht halt nicht ganz optimal ist. Aber am Ende muss man sagen, ich habe es dann auch nochmal in der Tabelle gleich zusammengefasst. Also von daher, selbst wenn ihr jetzt nicht genau erkennt, wie viel Prozentwert oder wie viel Prozentpunkte gerade zu welchem Zeitpunkt sind, könnt ihr das gleich in der Tabelle nochmal nachlesen. Vom Grundsatz her ist es so, durch den neuen Bioactive-Sensor ist ja beim Laden die Problematik, dass der alte Puck nicht mehr optimal funktioniert und auch das Wireless Charging auf der Rückseite von eurem Smartphone nicht mehr funktioniert oder wenn, dann nur ganz langsam, wenn ihr es glücklicherweise in die richtige Position haltet. Das ist für mich persönlich wirklich ein großer Nachteil. Ich glaube, für die meisten von euch, zumindest wenn es die erste Uhr ist, wird es nicht so ein großer Nachteil sein. Aber insbesondere zum Beispiel auf Reisen und ähnliches, wenn man vielleicht die Uhr mal zwischenladen will und dann eben aufs Handy gelegt hat früher, das funktioniert jetzt halt nur noch sehr, sehr beschränkt, beziehungsweise teilweise gar nicht mehr. Vom Prinzip her seht ihr jetzt hier, es hat knapp 1,5 Stunden gedauert, bis das Ganze dann vollständig wieder vollgeladen ist mit dem neuen Puck. Ja, und der hat wie gesagt eine etwas andere Wölbung als der alte Puck, deswegen funktionieren die beiden nicht ganz hundertprozentig zusammen oder miteinander, aber am Ende zumindest leicht langsam kann man auch mit dem alten Puck beziehungsweise umgekehrt laden. Das habe ich tatsächlich auch probiert und das ist vielleicht als Information für den einen oder anderen noch nicht ganz irrelevant. Ja, ansonsten geht es jetzt direkt weiter mit der Tabelle zu den Ladewerten und dann kommen wir mal in die Details. So, genug gequatscht, jetzt kommen wir zu der Tabelle, die ich eben schon erwähnte. Das ist die gleiche Sicht oder die gleiche Tabelle, wie ich auch schon im letzten und im vorletzten Jahr, also mit der Samsung Galaxy Watch 6 Classic und auch mit der Watch 5 Pro verwendet habe. Deswegen können wir die auch direkt miteinander vergleichen. Machen wir gleich direkt im Nachgang. Kurz zur Erklärung für alle, die noch nicht wissen, wie das Prinzip funktioniert. Ich habe also insgesamt 6 verschiedene Aktivitäten für mich definiert, für die ich jeweils Messpunkte gesetzt habe, um dann halt zu ermitteln, wie lang hält der Akku, wenn ich diese Aktivität durchführe. Das sind jetzt natürlich Aktivitäten, die vielleicht bei euch anders sind. Für mich war es so, dass das eigentlich so den Mix darstellt, den ich persönlich nutze. Und normaler Mischbetrieb heißt halt ganz normale Büronutzung, so wie ich sie vorhin schon beschrieben habe. Der gewichtete Mittelwert bedeutet, eine Stunde dieser Aktivität verbraucht so viel Prozentpunkte von der Akkukapazität. Sprich am Beispiel normaler Mischbetrieb, wenn ihr den nutzt, verbraucht eine Stunde Aktivität 3,18 Prozentpunkte eurer 100% Akkukapazität bzw. Gesamtlaufzeit. Das habe ich dann wiederum umgerechnet in Stunden und das dann wiederum auch in Tage. Also sprich im normalen Mischbetrieb würde die Uhr 1,3 Tage funktionieren oder 31,4 Stunden. Ich denke, das ist klar, wie die Rechnung funktioniert. Ganz einfach die 100% aufgeteilt in die einzelnen Prozentschritte und dann umgerechnet in die Tage. Als nächstes bin ich dann noch hingegangen und habe für mich eine persönliche Schichtung des Tages simuliert. Das könnt ihr jetzt natürlich vollkommen individuell machen, also sprich, da könnt ihr in der Rechnung eure Werte eintragen, so wie ihr sie für richtig haltet. Bei mir zum Beispiel sind es 14,5 Stunden normaler Mischbetrieb mit Always-On-Display und daraus ergibt sich für mich eine gewichtete Laufzeit von 1,4 Tagen. Ob das jetzt viel oder wenig ist, das ist so ein bisschen natürlich eine Frage davon, wie ihr die Prozentwerte in der Schichtung setzt, ne? Also wie setzt ihr die Verteilung auf den Tag von den einzelnen Aktivitäten. Die Aufladedauer, die seht ihr hier nochmal. Was mich etwas überrascht hat, ist die 0,7 bei 70%. Da war ich etwas irritiert, dass es da so runtergegangen ist. Vom Grundsatz her ist natürlich klar, dass es hinten raus etwas schwächer wird. Wer jetzt also die Details sich angucken möchte, der kann jetzt gerne auf Pause drücken. Vom Grundsatz her hat sich bei der Galaxy Watch 7, zumindest im aktuellen Softwarestand, nicht viel getan zur Galaxy Watch 6 Classic. Gleiche Akkugröße. Wir haben jetzt aber einmal Wear OS 5, also sprich die neuere Version, die eigentlich Akkulaufzeit bringen sollte. Und so richtig gesehen habe ich das tatsächlich nur bei Bluetooth, bei den Bluetooth-Kopfhörern, die in der Nutzung halt deutlich weniger Akkukapazität gebraucht haben als bei den anderen bei der Version vorher. Und insofern scheint da also softwaretechnisch auf jeden Fall noch was zu machen sein, damit wir aus Wear OS 5 auch Kapital schlagen können. Ja, gucken wir uns das Ganze jetzt mal direkt im Vergleich an und dazu habe ich das Ganze wie etwas zusammengefasst, damit es vernünftig auf den Bildschirm passt. Ihr seht jetzt also oben die Samsung Galaxy Watch 7 und seht unten die Samsung Galaxy Watch 6 Classic und da könnt ihr sehen, dass grundsätzlich die Watch 7 überall ein kleines bisschen besser ist.
Insgesamt aber, und das ist vielleicht die wichtigste Information aus meiner Sicht, wir liegen hier bei, zumindest in meinem Schnitt, 1,3 zu 1,4 Tagen. Das ist jetzt nicht die Welt, ja, überrascht aber halt eben auch nicht, weil wir ja eigentlich durch den Akku tatsächlich keine Veränderung haben. Wir haben jetzt rein softwaretechnische Anpassungen und das, was wie gesagt mir am meisten aufgefallen ist offline Musik hören über Bluetooth-Kopfhörer. Da seht ihr, dass wir tatsächlich deutlich weniger verwenden. Meines Wissens nach liegt das daran, dass wir jetzt auch Bluetooth LE verwenden können. Von daher scheint das die Implikation dahinter zu sein. Zumindest ist das meine Einschätzung. Ansonsten tut sich da oben, wie gesagt, nicht viel. Überall ein ganz kleines bisschen besser. Insbesondere im Mischbetrieb sind wir von 3,48 auf 3,18 gegangen. Ja, das ist jetzt nicht die Welt. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Laufzeiten von der Samsung Galaxy Watch 6 Classic auf der Softwareversion vom letzten Jahr, ungefähr August war das, glaube ich, basieren, also insofern nicht mit der neuesten Softwareversion nochmal nachgemessen sind, weil das wäre ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu viel Aufwand gewesen. Insofern sind das die Vergleichswerte aus dem letzten Jahr und da würde ich jetzt erstmal sagen, liegen wir auf einem Niveau, sprich keine Veränderung. Wie gesagt, bis auf Bluetooth-Kopfhörer in dem Bereich ist es leicht besser und wir sind insgesamt um 0,1 Tage besser, was aber das ist im Prinzip kein Unterschied aus meiner persönlichen Sicht. Und ich hoffe sehr, dass aus der Samsung Galaxy Watch 7 da nochmal ordentlich was im Softwarebereich für Wear OS 5 rausgeholt wird, damit wir da den Vorsprung noch deutlich ausbauen können zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic ohne LTE. So, gleiches Prinzip dann nochmal gegen die ja immer noch erhältliche Samsung Galaxy Watch 5 Pro, die bekanntlich einen deutlich größeren Akku hat. Und da muss man sagen, sieht die Welt tatsächlich jetzt dann weiterhin etwas anders aus, denn schon im letzten Jahr haben wir ja festgestellt, dass die Samsung Galaxy Watch 5 Pro akkutechnisch da eine ganz andere Nummer ist, eben auch, weil der Akku natürlich deutlich größer ist. Ansonsten softwaretechnisch tut sich das bekanntlich nicht viel, weil beides setzt auf der gleichen Softwareversion aus. Zumindest die Samsung Galaxy Watch 6 Classic, die wir gerade gezeigt haben, und die Samsung Galaxy Watch 5 Pro, die haben im letzten Jahr quasi den gleichen Softwarestand gehabt. Die Messwerte für die Watch 5 Pro sind natürlich von vor 2 Jahren, also auch mit der Software von vor 2 Jahren, auch das nur als Hinweis. Insgesamt zeigt sich hier aber ganz klar, dass natürlich der größere Akku auch da seinen Nutzen vollzieht. Wir sind da in vielen Bereichen, sind wir tatsächlich deutlich besser. Aber, und das vielleicht nochmal ganz klar der Hinweis, Bereich Bluetooth-Kopfhörer, da sieht die Welt nicht ganz so gut aus. Da zeigt sich jetzt tatsächlich die Softwareverbesserung auch hier bei der Samsung Galaxy Watch 7. Und zwar ganz unabhängig vom deutlich größeren Akku bei der Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Auch hier gilt, ne, wenn ihr da andere Werte habt oder andere Informationen habt, lasst es mich gerne wissen. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, was vor allen Dingen auch Nutzer von der Samsung Galaxy Watch 7 mit LTE für Werte haben und auch, wenn ihr eine Samsung Galaxy Watch 7 Ultra oder Watch Ultra habt, dann würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was eure Laufzeiten sind. Vielleicht dann auch eher im Vergleich zur Samsung Galaxy Watch 5 Pro, weil da sind ja die Akkukapazitäten durchaus miteinander vergleichbar, während das jetzt bei der Samsung Galaxy Watch 7 und der Watch 5 Pro halt eben durch die Akkugröße ein kleines bisschen eingeschränkt ist. Ich wollte es euch trotzdem zeigen, einfach nur, weil die Uhr auch noch erhältlich ist und wer viel Akku braucht, der kann eben zwischen der Ultra und aus meiner Sicht zwischen der Watch 5 Pro durchaus überlegen, welche Variante da vielleicht die günstigere oder auch bessere für ihn ist. Ja, das war's auch schon mit meinem kleinen Akkutest zur Samsung Galaxy Watch 7. Der Akku hält bei mir halt knapp über einen Tag, 1,3, 1,4 Tage, je nachdem, sowas um den Dreh. Mich interessiert, und ich habe es mehrfach schon im Video gesagt, was habt ihr für Werte? Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr was anderes habt. Vor allen Dingen auch beim Aufladen. Habt ihr da auch diesen Dip bei 70%, den ich gerade gesehen habe, oder halt eben nicht? Geht da auch das schneller oder langsamer als bei euch? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wer noch Fragen hat, kann natürlich gerne auch alles in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche dann alles zu beantworten, soweit mir das möglich ist. Ja, ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen, es hat euch ein kleines bisschen geholfen. Es ist viel Aufwand in dieses Video reingeflossen, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn nicht, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare, versuchen wir darüber zu sprechen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.